Du möchtest einen Kredit aufnehmen für dein Auto, eine neue Küche, eine Umschuldung oder vielleicht sogar ein größeres Projekt? Dann bleib unbedingt dran. Wir zeigen dir 10 praktische Tipps und Tricks, mit denen du nicht nur Geld sparst, sondern auch Kreditfallen umgehst. Legen wir los. Tipp 1. Vergleiche Angebote, aber richtig. Die erste Regel: Geh nicht einfach zur Hausbank und unterschreibe einfach deren Angebot. Nutze Vergleichsportale, um Angebote zu vergleichen. Aber Achtung! Schau auf den effektiven Jahreszins, nicht nur den nominalen Zinssatz. Achte auf versteckte Gebühren oder Vermittlungskosten. Und fast alle Banken legen die Zinshöhe anhand deiner Bonität fest. Nutze daher nur Vergleichsportale, bei denen du persönliche Angebote erhältst. Unter dem Video verlinken wir dir einen Anbieter, bei dem du mit nur einer Anfrage deine persönlichen Angebote von bis zu 20 Banken erhältst. Tipp 2. Umschuldung. Lohnt sich oft. Hast du schon einen oder mehrere Kredite laufen? Etwa einen alten Ratenkredit mit hohem Zinssatz oder einen überzogenen Dispo? Dann kann eine Umschuldung statt eines zusätzlichen Kredites sinnvoll sein. Du bündelst alle Schulden in einen neuen, günstigeren Kredit, du sparst Zinsen und behältst leichter den Überblick. Aber rechne genau nach, inklusive möglicher Vorfälligkeitsentschädigungen. Tipp 3. Wähle die Laufzeit clever. Die Laufzeit beeinflusst 2 Dinge. Erstens deine monatliche Belastung und zweitens die Gesamtkosten des Kredits. Beispiel: Ein 10.000 Euro Kredit über 3 Jahre kommt mit einer höheren Rate, aber weniger Zinsen. Der gleiche Betrag über 7 Jahre ergibt eine kleinere Rate, aber insgesamt mehr Zinskosten. Mache eine ehrliche Haushaltsrechnung. Was bleibt dir monatlich übrig? Bedenke auch unerwartete Ausgaben wie Reparaturen oder Urlaub. Als Faustregel gilt: Deine Monatsrate sollte nicht mehr als 30% deines Nettoeinkommens betragen. Tipp 4. Sind Sondertilgungen kostenlos? Wenn du einen Bonus vom Chef oder eine Steuerrückzahlung bekommst, willst du vielleicht einen Teil des Kredits vorzeitig zurückzahlen. Viele Banken erlauben zum Beispiel 5-10% Sondertilgung pro Jahr kostenlos. Das spart bei hohen Kreditsummen und langen Laufzeiten richtig viel Zinsen. Tipp 5. Nimm nur so viel auf, wie du wirklich brauchst. Klingt logisch, oder? Trotzdem machen viele den Fehler, auf Vorrat mehr aufzunehmen. Das Problem? Du zahlst Zinsen auf Geld, das du gar nicht brauchst, und höhere Kreditsumme bedeutet oft schlechtere Konditionen. Mach dir vorher einen Finanzplan. Was genau kostet dein Vorhaben? Gibt es günstigere Alternativen, wie gebrauchte Möbel oder Rabattaktionen? Tipp 6. Versicherungen? Oft unnötig teuer. Viele Banken bieten beim Kreditabschluss eine Restschuldversicherung an. Diese soll dich absichern, falls du stirbst oder arbeitsunfähig wirst. Aber Achtung! Diese Versicherungen kosten oft mehrere 100 oder 1000 Euro extra und es gibt viele Ausschlüsse, Wartezeiten und maximale Leistungsdauern. Tipp 7. Achte auf eine Schufa-neutrale Anfrage. Wenn du Angebote einholst, sollte das keine negativen Spuren in der Schufa hinterlassen. Das geht, wenn die Bank eine sogenannte Konditionsanfrage macht und keine Kreditanfrage. Eine Konditionsanfrage ist unverbindlich und Schufa-neutral. Eine Kreditanfrage kann den Score verschlechtern. Bei unserer Vergleichsportalempfehlung unter dem Video werden immer Schufa-neutrale Konditionenanfragen gestellt. Tipp 8. Nutze den Kredit nicht für Konsum. Ein Kredit kann sinnvoll sein, ist aber kein Ersatz für ein gut geplantes Budget. Vermeide es, Schulden für Dinge zu machen, die schnell an Wert verlieren, wie teure Technik oder Luxusartikel. Nutze Kredite lieber für notwendige Anschaffungen, wertsteigernde Investitionen, zum Beispiel Weiterbildung oder Renovierung, oder Umschuldung teurer Altkredite. Tipp 9. Deine Bonität ist das A und O. Dein Schufa-Score entscheidet über die Höhe des Zinssatzes oder ob du überhaupt ein Angebot bekommst. Deshalb, hol dir einmal im Jahr deine kostenlose Selbstauskunft bei meineschufa.de. Überprüfe, sind alle Einträge korrekt? Gibt es veraltete oder fehlerhafte Infos? Und bei Fehlern, lass sie korrigieren. Je besser dein Score, desto günstiger wird dein Kredit. Tipp 10. Wenn du selbstständig bist, bereite dich doppelt gut vor. Als Selbstständiger oder Freiberufler bekommst du nicht überall einen Kredit. Wichtig ist: nachweisbare, stabile Einnahmen über mehrere Jahre, BWA, Steuerbescheide, gegebenenfalls Kontoauszüge und kein gemischtes Konto. Beruflich und privat klar trennen. Tipp: Es gibt Banken, die auf Selbstständige spezialisiert sind. Dort sind deine Chancen besser. Bonustipp: Achte auf Transparenz und Seriosität. Vorsicht bei Angeboten, die Vorkosten verlangen oder einen Kredit trotz Schufa garantiert versprechen. Regel Nummer 1: Seriöse Kreditgeber verlangen niemals Geld im Voraus. Fazit: So klappt's mit dem Kredit. Ein Kredit ist nicht per se schlecht. Wenn du die Kreditaufnahme richtig planst, Angebote vergleichst und auf deine Rückzahlungsfähigkeit achtest, kann ein Kredit dir sogar finanzielle Vorteile bringen.
Zusammengefasst, Laufzeit und Kreditsumme realistisch planen. Angebote vergleichen, zum Beispiel mit unserer Anbieterempfehlung unter dem Video, Flexibilität sichern und nur seriöse Anbieter wählen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib gerne einen Daumen hoch, abonniere den Kanal und schreibe in die Kommentare. Wofür würdest du einen Kredit aufnehmen? Oder kommt das für dich gar nicht in Frage? Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.